Herzlich willkommen zu Anlegen mit Weitblick im Februar mit unserem Chief Investment Officer Philipp Merkt. Ja, heute haben wir ganz viele spannende Infos rund um die Aktienmärkte für euch mit dabei. Und Philipp, ich würde sagen, wir starten gut mit unserer Positionierung in den Vermögensverwaltungsmandat. Was hat sich geändert? Ja, wir haben diesen Monat Aktien Europa dazugekauft. Also wir sind aus dem starken Ungleichgewicht, das wir hatten in Aktien Europa, sind wir rausgegangen und sie verbleiben aber auch noch in einem leichten Ungleichgewicht am Schluss. Also wir bleiben vorsichtig optimistisch. Jetzt hast du gesagt, wir haben ein starkes Ungleichgewicht gehabt. Wie ist es überhaupt zu dem gekommen? Ja, für das habe ich eine Grafik mitgebracht. Man sieht darauf einerseits die blaue Linie ist die Inflation in der Eurozone und die grüne Linie ist die Stimmung in der Industrie. Die sollte eigentlich so um 50er-Linie schwanken. Also über 50 bedeutet gute Stimmung in der Industrie und unter 50 schlechte Stimmung in der Industrie. Und wenn wir auf die blaue Linie gehen, dann sehen wir, ab 2021 hat sich die Inflation sehr stark erhöht. Also das ist noch völlig vor dem Krieg von Russland gegen die Ukraine. Es hat eigentlich ist eine Nachwirkung von Corona. Die Gitternachfrage hat stark zugenommen und ist eigentlich aus dem heraus entstanden. Und wir haben im 22, wo die Inflation schon auf 6 bzw. Ende 22 sogar auf 10% oben war, haben wir das Ungleichgewicht, sind wir das Ungleichgewicht eingegangen, zuerst leicht und dann stark. Auf der anderen Seite ist eben auch noch die Stimmung in der Industrie schlechter geworden und zu guter Letzt hat die EZB unseres Erachtens eigentlich viel zu spät reagiert. Die also erst im Sommer 2022 von der ersten Zinsschritt machen, für die Inflation zu reduzieren. Auch das hat uns für Europa eigentlich schlecht gestimmt. Und ja, es ist natürlich auch so gekommen. Deutschland als Export-Europameister ist in Rezession und der Rest von Europa ist im Abschwung. Was spricht dafür, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist, zum Investieren? Ja, für das können wir auf dieser Grafik ganz nach rechts gehen. Da sehen wir einerseits, dass die Inflation, also die blaue Linie, Boden gefunden hat. Sie ist noch nicht dort, wo die EZB sie eigentlich haben, unter 2%, aber doch noch dran. Und vor allem eben hat sie ist stark zurückgekommen und Boden gefunden. Und andererseits, was wirklich positiv stimmt, ist eben die Stimmung in der Industrie, die sich verbessert, nicht nur Boden gefunden hat, sondern sich sogar verbessert. Und das ist eben gut für Deutschland. Also wir glauben, und auch für den Rest von Europa, wir glauben, dass Deutschland gleich aus dieser Rezession herausfindet und im Zuge dessen sich auch Europa verbessert. Und wie ich das letzte Mal aufgezeigt habe, sollte man ja schon, bevor die Rezession durch ist, einsteigen. Die Börse tut vorauseilend reagieren. Also darum für uns jetzt der Einstiegszeitpunkt. Super, merci vielmals. Dann habe ich auch noch eine Frage von einer Zuschauerin für dich mit dabei. Und zwar Franziska aus dem Kanton Zürich hat sich vorletzt recht stark mit den US-Aktienmärkten beschäftigt, hat in diesem Zusammenhang auch oft das Wort künstliche Intelligenz gelesen und fragt dich jetzt, ob das einen Zusammenhang hat, also die gute Entwicklung der US-Märkte. Ja, auf dieser Grafik sehen wir grün der S&P 500 ohne die glorreichen 7 und blau sehen wir mit den glorreichen 7. Und was sind jetzt die glorreichen 7 oder die Magnificent 7? Das sind die 7 grossen Tech-Firmen, die in der künstlichen Intelligenz sich die engagieren und von dem Boom die profitieren. Und es ist doch schon sehr frappant. Also die 7 von diesen 500 machen einen Grossteil von der Performance von dem S&P 500 im 2023 aus. Ohne die 7 12%, mit diesen 7 24%. Also das hat schon einen enormen Einfluss auf die amerikanischen Aktienmärkte. Und was hast du das Gefühl, ist das ein Trend, der anhält? Ich glaube schon, dass wir hier am Anfang sind von einer gewissen Revolution. So wie das Internet die Welt verändert hat, wird künstliche Intelligenz und tut schon künstliche Intelligenz die Welt verändern. Wenn wir denken, dass ChatGPT der breiten Öffentlichkeit erst Ende 2022 vorgestellt ist worden, wie das jetzt schon schnell Einfluss hat in den Schulen, den Universitäten und auch im Arbeitsleben eingesetzt wird. Also das ist enorm schnell gegangen. Ob jetzt die Aktienkurse in der nächsten Zeit genau gleich schnell werden steigen, ja, das mag ich auch bezweifeln. Da wird es gewisse Schwankungen geben und Rückschläge, aber wenn man es als grossen
Megatrend anschauen und eben daran denken, was in kurzer Zeit möglich ist, dann glaube ich durchaus, dass da auf lange Frist noch enormes Potenzial ist. Und vielleicht ganz einfach bildlich das zum Verdeutlichen, habe ich 12 Fotos mitgebracht. Man sieht hier drauf 11 Fotos, die von künstlicher Intelligenz hergestellt wurden. Also die 11 Personen hier drauf gibt es nicht. Das sind auch nicht nachgemachte, sondern die sind einfach frei erstellt von einer künstlichen Intelligenz. Und nur eine Person gibt es. Und jetzt als kleines Quiz für dich und für die Zuschauer. Welche Person existiert real? Was meinst du? Für mich unmöglich zu sagen. Also ich würde sagen, jede sieht echt aus. Ja, es ist tatsächlich das Nummer 5, das real existiert. Das Einzige, was man hier vielleicht sieht, ist die einzige, die Schmuck hat. Man hat auch der künstlichen Intelligenz nicht gesagt, dass man auch Schmuck anlegen könnte. Alle anderen haben nicht. Ja, aber sonst praktisch unmöglich zu unterscheiden. Merci vielmals für die Darstellung, Philipp. Es ist wirklich sehr beeindruckend, die Entwicklung, die wir hier sehen. Und auch merci für deine Informationen. Danke auch an euch daheim, seid ihr heute mit dabei gewesen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Anlegen mit Weitblick.